Und herzlich willkommen hier zum Insta Live aus dem Ayurveda Parkschlösschen zum Thema Yoga-Philosophie. Ich sitze hier in einem unserer Yoga-Räume mit Mirko Köthen, Hallo. Leiter unserer Yoga-Abteilung und auch Mitleiter unserer Herrentherapieabteilung. Und genau, ich bin Carina Preuß, Teil der Inhaberfamilie des Ayurveda Parkschlösschens, und hier sind schon einige, die reintrudeln. Hallo, schönen Abend. Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde vor, über dieses so wichtige und tiefe Thema der Yoga-Philosophie zu sprechen, und man könnte wahrscheinlich 5 Tage daraus machen. Dementsprechend haben wir uns ein paar Überlegungen gemacht, dass falls keine Fragen reinkommen, wir auf jeden Fall jetzt schon mal eine Idee haben, was wir gerne mitgeben möchten. Zum Start vielleicht erst einmal, Mirko, seit wann bist du eigentlich Yoga-Lehrer und was hat Yoga für eine Rolle in deinem Leben bisher gespielt? Ja, seit circa 10 Jahren praktiziere ich Yoga und die ersten circa 7 Jahre privat und jetzt seit 3 Jahren hauptberuflich Yoga-Lehrer und Ayurveda-Therapeut. Seit 2 Jahren hier im Parkschlösschen. Und ja, meine Yoga-Reise hat, ich würde fast schon sagen, klassischerweise mit Ashtanga angefangen, war sehr körperorientiert, damals in Singapur. Und peu und peu dann den Weg more Richtung Bhakti-Yoga gefunden und so sage ich mal im Feinstofflichen. Und Schön. Bei dir, Carina? Wir teilen ja auch zusammen My Mantra Circle. Ja. Seit 1,5 Jahren auch eine Mantra-Gruppe, die wo wir beide dazugehören. Insofern auch da. Das ist auch Teil des Yogas. Ne? Ja, genau. ganz viel Bhakti-Yoga. Ganz genau. Mein Weg hat tatsächlich hier mal wieder Praxis begonnen. Ich glaube, mit 15 hat meine Mutter gesagt, komm mal mit zum Personal-Yoga. Und damals fand ich es noch ganz neu und habe dann aber später, als ich hier 2011 eingestiegen bin, nach meinem Studium, habe ich angefangen, mich auch in den Yoga, den Ayurveda umso tiefer reinzufuchsen und habe dann 2013 meine Yoga-Lehrerausbildung im Hatha-Vinyasa-Bereich gemacht und auch danach einige Stunden hier mit unseren Gästen genossen, Einzel-Yoga-Stunden sowie auch Kurse. Vermisse es tatsächlich ein klein bisschen, mache das jetzt schon seit einer Weile nicht mehr. Lebe Ayurveda und Yoga aber auch wirklich für mich persönlich durch und durch privat. Entsprechend, für mich ist eher das Philosophische und auch, wie du gesagt hast, das meditative, feinstoffliche im Moment so der Fokus. Und darum soll es ja auch heute gehen, dass wir etwas erklären, wie oder was ist Yoga eigentlich noch beyond the Asanas, da sehr viele diesen Aspekt des Asana kennen, also der Yoga-Bewegungen, und viele sogar aus so einer Sportart draus machen, ne? Vor allem so in Fitnessstudios. Aber Yoga ist so unglaublich viel mehr, und der Zweck und das, was es uns mitgeben kann, ist wirklich großartig. Und genau, das wollen wir heute so ein klein bisschen vorstellen. Mirko, magst du uns da mal ein klein bisschen rein mitnehmen in wie alt ist Yoga und was ist so der historische Kontext? Genau, also erster Agendapunkt, so ein kleiner geschichtlicher Kontext, um das mal einzuordnen. Auch da, das gibt natürlich sehr, sehr viele Meinungen, sehr, sehr viele Daten, relativ wenig, was so ganz eindeutig irgendwo fixiert ist, auf das man sich weltweit so einigt. Also da immer so ein bisschen Raum lassen für andere Daten, für andere Meinungen. Es fing so circa 1500 vor Christus an mit der frühvedischen Epoche, die hochvedische Epoche so circa 1200 vor Christus. Was ist da passiert? Da sind die sogenannten indo-iranischen Sprachgruppen aus dem heutigen Irak, Iran, Pakistan nach Nordindien gekommen. Man geht heute davon aus, dass es über Jahrhunderte stattgefunden hat und haben eben da das Wissen mitgebracht. Das waren damals ja schon hoch entwickelte Kulturen, und die haben ganz viel Wissen über Philosophie, Astrologie, Ethik und sowas mitgebracht. Und nächster großer Punkt, würde ich sagen, ist der Brahmanismus, so circa 900 vor Christus, wahrscheinlich in erster Linie bekannt unter dem Kastendenken oder dem Kastensystem.
so eine gesellschaftliche Eingliederung, was, by the way, wir auch hier hatten, bis in die frühe Neuzeit mit unseren Lebeneigenschaften und der Ständegesellschaft. Und dieser Brahmanismus wird halt dadurch ausgezeichnet, dass es diesen auferlegten Lebensweg gab. Also die Brahmanen, die Prediger, die natürlich ganz oben saßen, haben sozusagen allen anderen in der Gesellschaft gesagt, was deren Lebensweg ist. Und zum Beispiel, salopp gesagt, der Bauer wurde als Bauer geboren, hat als Bauer gelebt, hat täglich seinen guten Job gemacht, ist als Bauer gestorben. Und die Message war, wenn du das häufig genug machst und dabei gut bist, wirst du irgendwann mal in eine höhere Kaste aufsteigen. Ja, das war so der auferlegte Lebensweg. Und der nächste große Punkt ist so circa 600 vor Christus, dass eben die historische Person Buddha mit seinen Lehren kam. Und die große Veränderung ist, dass er eben jedem gesagt hat, hey, jeder kann wachsen, jeder kann reflektieren, jeder kann nicht nur wachsen, sondern sollte es auch machen. Ne? Diese Selbstverantwortung, die er mitgegeben hat. Und alles, was danach kam, auch im Hinduismus, in den großen Schriften Bhagavad Gita, Patanjali's Yoga Sutren, auf die wir noch später eingehen, die sind alle auch darauf basierend. Also alle bringen mit, dass man selber sich entwickeln kann und das Potenzial dazu hat. Und das ist eben auch das schöne, Spannende daran, meiner Meinung nach, dass dieses Wissen, diese Lehren, diese Methoden so alt sind, aber immer noch total relevant sind für so ein heutiges weltliches Leben, zum Beispiel wie ich es auch lebe. Absolut. Yoga kommt also aus der vedischen Wissenschaft und der vedischen Grundlage und ist wirklich schon sehr lange auf der Erde, genauso lange auch wie Ayurveda. Ne? Und Ayurveda und Yoga sind auch Schwesterdisziplinen, sagt man immer so gerne. Und die meisten Yogis praktizieren gerne Ayurveda und die meisten Ayurvedis praktizieren gerne Yoga, weil es auch irgendwie zusammengehört. Und deshalb bieten wir das dann ja auch im Ayurveda Praxis jeden Tag an. Und genau, ist auch Yoga hier im Ayurveda Praxis eben Thema. Und ja, wir haben uns überlegt, auch nochmal darauf einzugehen, was Yoga denn überhaupt bedeutet oder als Zweck hat. Aber gerne, falls jemand eine Frage hat, einfach hier in den Chat unten reinschreiben, dann beantworten wir die gerne auch. Ja, der größte Zweck von Yoga, wir haben das eben so schön auch nochmal im Vorgespräch miteinander ausgetauscht, ist eigentlich, also Yoga ist ein praktischer Weg, der uns mitgegeben wird, um letztendlich auf unserer energetischen, mentalen Ebene, ne, also der Yoga, Ayurveda, die Veden gehen von aus, wir haben mehrere Schichten, die zu uns als Wesen gehören, der grobstoffliche Körper, den wir sehen und anfassen können, dann gibt es da quasi die Gedankenebene, aber eben auch die ganz feinstoffliche Energieebene. Und alle sind miteinander verwoben und wirken ineinander und miteinander und aufeinander. Und in dem energetischen Bereich, da ist Yoga quasi Experte. Und das ist also ein sehr feinstofflicher Bereich, man kann es Energiekörper nennen. Und in diesem Energiekörper tragen wir, so laut der vedischen Ansicht, eben auch einige Limitationen oder energetische Knoten oder alte Karma-Dinge mit uns herum. Na, das kann zum Beispiel eben, die Veden gehen auch von Reinkarnation aus, also es kann aus alten Leben mitgetragen worden sein. Es kann zum Beispiel ganz, ich sag mal, vorstellbar eine offene Sache gewesen sein, die man mit jemandem hatte, der einem sehr nahe stand und sehr wichtig war. Und dann ist man vielleicht gestorben und hat es nicht klären können. Und dann ist es wie noch offen. Und wenn man davon ausgeht, wie die Veden davon ausgehen, dass es eben mehrere Leben gibt für eine Seele, dann hat man wie von der Natur eine neue Chance erhalten, um das noch einmal anzusprechen, auszusöhnen und somit, gehen die Veden davon aus, haben wir dann karmische Verstrickungen, die uns einfach wieder die Situation, dieselbe Person vielleicht in einem anderen Look, quasi in einem anderen Körper zu uns spielen, damit wir das Ganze miteinander dann ins Positive auflösen können. Das ist quasi die Idee des Karmas und so etwas können wir eben auch in unserem Energiekörper mittragen und es kann uns auch irgendwo immer wieder so Situationen im Leben schenken, wo wir immer wieder gegen eine Wand laufen oder immer wieder fühlen, da sind wir nicht innerlich frei. Vielleicht sogar auch Glaubenssätze können in unserem Energiesystem angelegt sein, die uns vielleicht immer wieder in Verhaltensmustern hineinschicken, die wir eigentlich gar nicht so dienlich finden.
oder die uns und unseren Mitmenschen nicht wirklich gut tun. Und der Yoga ist ein praktischer Pfad, diese energetischen Blockaden alle loszuwerden, denn die Veden gehen davon aus, dass wir in unserer Urnatur eigentlich dass jeder Mensch in seiner Urnatur ein guter Mensch ist und positiv, erfüllt und dass wir alle eigentlich intrinsisch nach Glück streben. Das kommt nicht von irgendwo her. Das ist etwas, was wir in uns alle fühlen, dass es eigentlich für uns möglich ist, permanent glücklich zu leben. Und das, sagt der Yoga, ist für uns möglich. Yoga nennt das Moksha, also ein Leben zu leben in absoluter innerer Freiheit, in innerem Frieden und in Zufriedenheit, in Verbundenheit mit allem, was uns passiert und in einem absolut guten inneren Zustand. Und der Yoga bietet uns quasi eine Art Anleitung, wie wir das schaffen, dorthin zu kommen. Und genau, es ist also ein ganz praktischer Leitfaden und der wichtigste, ich sag mal, Schriftsteller, was das anbelangt, den hast du eben schon erwähnt, das Patanjali. Und die ganzen Yoga-Lehrer-Ausbildungen, die haben das auch als mitunter wichtigste Schrift, die studiert wird in den Yoga-Lehrer-Ausbildungen. Und da wollen wir gerne gleich nochmal drauf eingehen, wie genau dieser Leitfaden ausschaut. Aber vielleicht erst einmal noch die Frage an dich, hast du da noch was hinzuzufügen? Eigentlich nur mit diesem Punkt dieser Wiedergeburt, was du erwähnt hast. Ich finde es immer ganz interessant, auch zu versuchen, den Link zu unserem westlichen, christlich strukturierten Alltag zu machen. Und da haben wir auch solche Begriffe wie die unvergängliche Seele, was ganz etabliert ist. Und dieser ewige Frieden, diese unvergängliche Seele, also auch da ganz klar irgendwo der Gedanke, der Wunsch, dass etwas von uns übrig bleibt. In welcher Form auch immer, in welcher Art auch immer. Und da einfach so für mich so selber auch die Message, hey, so weit voneinander sind diese grundlegenden Themen gar nicht. Es ist halt nur ein anderer Name, anderer Kulturkreis, aber an sich frühe Gesellschaften, Lehren gehen eigentlich schon von den ähnlichen Dingen aus. Absolut. Also ich bin auch derselben Meinung oder habe dieselbe Erfahrung gemacht mit sehr vielen Richtungen weltweit eigentlich, dass sie im Grunde natürlich, wie du sagst, alle andere Worte nutzen, vielleicht andere Erklärungsmodelle, aber irgendwo doch sehr viel ähnlich ist. Und das ist auch wieder total schön, dass die Urnatur von so vielen, auch gerade altertümlichen Kulturen wirklich so ähnlich beschrieben wird und uns eben jeweils auch immer mitgegeben wird, dass wir eben, wenn wir darauf achten, diese innere Seele auch wahrzunehmen und das Bewusstsein dahin lenken, dass unser Kern die Seele ist, das sagen eben auch die Veden, dass wir dann eben unser Bewusstsein immer mehr klären können. Und damit lebt es sich einfach auch im Alltag angenehmer und schöner und harmonischer miteinander und auch mit sich selbst. Denn jeder, wie gesagt, strebt ja eben nach Glück. Ich glaube, das hat auch jetzt gar nichts mit Yoga zu tun, sondern einfach ist so eine Urgesetzmäßigkeit von jedem Menschen. Ich würde sagen, dann lass uns doch mal auf Patanjali eingehen, oder? Genau, Patanjali, du hast ihn Schriftsteller genannt, der hat so circa, und da gehen die Daten auch auseinander, irgendwas so circa 200 vor Christus, manche sagen auch 200 nach Christus. Ob es jetzt eine Person war oder mehrere, scheint auch nicht so ganz geklärt. Meiner Meinung nach ist es auch nicht so ganz relevant. Was relevant ist, es wurden Sutren verfasst, 196 Sutren, und das ist ein praktischer Leitfaden, ein sehr, sehr hands-on praktischer Leitfaden. Was ich so spannend finde, ist, dass da so viele Punkte noch absolut relevant sind und praktisch einfach umsetzbar sind. Und von diesen ca. 196 Sutren ist fast alles Richtung Philosophie, Ethik, Selbsterfahrung, Durchatmung, Geistesarbeit etc. Und eine einzige Sutra ist bezüglich den sogenannten Asanas, Körperhaltung. Und das zeigt auch, und dieser eine Sutra sagt, Sthira Sukham Asanam, dass eine Haltung stabil und komfortabel sein sollte. Die sagt jetzt nicht, die sollte kerzengerade sein, toll aussehen oder besser sein beim Nachbarn. Oder verknotet sein, genau. Zeig auch noch mal kurz, was du vorhin gesagt hast. So im Westen ist halt der ganz große Blick auf Asanas, Körperhaltung, aber an sich ist das ein wichtiger Teil, aber halt nur ein relativ kleiner Teil. Und deswegen
starten wir jetzt mal mit einem 8-gliedrigen Pfad. Auch das eigentlich ein praktischer Leitfaden, der natürlich irgendwo dann darin endet, dass man diesen inneren Frieden erreicht, diese innere Ruhe. Und das Ganze fängt an mit den sogenannten Yamas. Und für mich ist das so ein bisschen vergleichbar mit den 10 Geboten, die wir auch im Christentum haben. Also so ohne jetzt das Göttliche der 10 Gebote. Aber 10 Gebote sind ja auch so ein bisschen, was man tun soll und was man nicht tun soll. Ne? Und genauso gehen die Yamas zum Beispiel über Ahimsa auch dahin und sagen, dass man eben keine Gewalt, keine Grausamkeit gegenüber anderen Wesen ausüben soll. Deswegen ist ein vegetarisches Leben auch sehr verbreitet so unter Yogis. Weitere in den Yamas ist Satya und Asteya. Das geht dann in die Richtung, dass man nicht lügen soll, dass man darauf achten soll, was für Worte man verwendet. Auch so ein bisschen dahingehend, dass alles das, was man sagt, aber auch alles das, was man denkt, auch irgendwo einen Effekt hat. Und auch das, was ich denke, ob es jetzt gut gemeint ist, wohlwollend gemeint ist oder eher egoistisch, hat einen ganz, ganz großen Effekt darauf, wie hinterher das ausgelebt wird. Ja. Absolut. Gut. Soll ich weitermachen? Gerne. Okay. Genau, Asteya hast du gerade schon erwähnt, heißt sowas wie nicht stehlen. Ich glaube, das erklärt sich in sich. Da geht es einfach darum, nichts wegzunehmen, was eigentlich nicht einem selbst gehört, und das ist natürlich in jeglichem Bereich des Lebens. Und dann geht es weiter mit Brahmacharya. Brahmacharya bedeutet eigentlich, manche übersetzen das mit Zölibat, aber das bedeutet es gar nicht unbedingt. Viele Yogis verbinden damit eigentlich ein sehr achtsames und sehr bewusstes Leben, und dass man mit dem Bewusstsein quasi, dass alles zusammengehört und alles ein großer, ganzer Organismus ist. Und die Veden sagen, alles ist sozusagen Brahman. Und man könnte sagen, es ist alles ein göttlicher Organismus, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Aber in jedem Falle, Brahmacharya bedeutet, wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass nichts gegeneinander eigentlich auszuspielen ist, sondern alles füreinander ist und im Sinne jeder auch eben dieser gute, positive Mensch im Kern ist. Das ist ein sehr achtsames, bewusstes Leben. Dann geht es weiter mit Aparigraha, und das ist nicht anhaften. Da geht es darum, dass wir so gut es geht natürlich immer unser Bestes geben sollen, aber wenn wir an Erwartungen anhaften, Erwartungen von Resultaten zum Beispiel, weil wir irgendwie Gutes leisten oder was auch immer leisten oder tun, oder Erwartungen an andere Menschen oder an Situationen oder an wie die Dinge zu laufen haben, wenn wir daran festhalten, werden wir in der Regel häufig unglücklich, weil ganz oft laufen die Dinge einfach anders, als man sie dachte oder geplant hat. Und wenn man da in so ein Urvertrauen reingeht, dass man gibt sein Bestes und so wie die Dinge sich aber eben dann ausspielen, das wird schon irgendwie seinen Sinn haben, dann lebt man ein sehr viel friedvolleres Leben. Und genau, dann geht es weiter mit den Niyamas. Das ist quasi der ethische Pool, den Patanjali mitgibt, wie man sich am besten sich selbst gegenüber treten soll. Also was in einem Innenleben nur für sich selbst walten sollte. Und was ist das erste Niyama? Ich habe es gerade gar nicht parat. Saucha. Ach, genau, Saucha. Magst du weitersprechen darüber? Genau, da geht es über die Sauberkeit, die Reinheit. Und auch da ist natürlich ein klarer Link zum Ayurveda. Im Endeffekt sind wir ja, was wir essen. Das, was wir in uns reintun, ist auch irgendwo das, was der Körper ist. Und das beeinflusst halt auch unseren Geist. Und da kommt es einfach darauf an, dass man halt reines Essen isst. Halt ganz viel Gemüse, frisches Essen, und je mehr verarbeiteter etwas isst, desto unreiner ist es. Mal ganz abgesehen von höchst stimulierenden Lebensmitteln etc. Ich lebe immer selbst noch ein weltliches Leben, aber wenn man Kaffee trinkt oder so als stimulierendes oder mal spürt, hey, ich habe hier gerade zu viel Kuchen gegessen, war super lecker, aber irgendwie habe ich jetzt so einen Zuckerschock, das beeinflusst halt den Geist. Ne? Da ist man irgendwo unrein in dem Thema. Da möchte ich noch was hinzufügen, genau, also Saucha
das hast du es vorhin schon erklärt mit der Ernährung, aber es gibt da ja noch so viel weitere, so viele mehr Ebenen. Also es geht eigentlich auch darum zu schauen, nicht nur was mache ich hier in meinen Mund hinein, sondern auch, was geht durch die ganzen anderen Sinneskanäle und wie heißen sie? Ja, genau, danke. Die Sinnesorgane in uns hinein. Also was lassen wir in uns? Und auch hier, was hören wir uns an? Ist es wirklich zuträglich oder ist es eigentlich etwas, was unseren Geist verunreinheitlicht oder wie sagt man, unrein macht im Sinne von belastet? Ja, also viele kenne ich, die schlafen jeden Abend vom TV ein und hören zum Teil oder sehen zum Teil dann die ganz dunklen, negativen Thriller und noch einen Polizeifilm und weiß ich nicht, was da noch alles läuft. Und zum Teil schauen sie gar nicht interessiert zu, sondern lassen es einfach in ihr Bewusstsein hineinrieseln und träumen danach irgendwie total aufgeregt und haben einfach super viel zu verarbeiten. Das ist nur ein Beispiel. Aber auch ganz bewusst im Tagesbewusstsein, wenn man nicht schläft, was lasse ich in meinen Geist hinein? Ja, über das Hören, über das, was ich lese. Da darf man wirklich achtsam sein und wählen, denn das formt einfach immer und immer und immer wieder unsere Wahrnehmung der Welt und auch eben unser eigenes inneres Befinden. Also das ist für mich zum Beispiel immer super bedrückend, je mehr ich mich mit negativen Dingen, die auf der Welt passieren, die nun mal passieren, beschäftige, umso bedrückter bin ich, umso weniger gut bin ich drauf, umso weniger gut bin ich auch dann wieder, für andere da, weil ich viel niedriger schwinge, kann man vielleicht so sagen. Klingt jetzt vielleicht esoterisch, aber ich glaube, jeder weiß genau, was gemeint ist. Ne? Wenn man in einem guten inneren Zustand ist, für sich selber hat man automatisch auch wiederum eine ganz andere Wirkung nach außen und kann sehr viel mehr aus der inneren Ruhe und Besonnenheit schöpfen und auch an den Gegenüber treten. Und das ist aber allein auch nur für sich einfach schöner, man hat es im Innen gut, als dass man immer irgendwie bedrückt ist. Heißt ja nicht, man soll Scheuklappen aufsetzen und irgendwie nicht schauen, was in der Welt passiert, aber man darf wirklich wählen, wie viel Fokus gebe ich wohin und was lasse ich in welcher Menge hinein. Mental, körperlich, sowie auch energetisch. Ne? Es gibt auch manche Orte oder Menschen, wo man sagt, ich fühle mich da einfach nicht wohl. Oder das passt einfach überhaupt nicht zu mir und dann darf man da auch schauen, okay, möchte ich das vielleicht reduzieren? Also da zu schauen, wie kann ich all meine verschiedenen Ebenen reiner aufstellen und meinen Lebensstil so wählen und gestalten, dass er wirklich Reinheit auf allen Ebenen mit sich bringt. Und Ausnahmen sind immer erlaubt, ne? Eis essen gehen, Kaffee trinken, mal einen Thriller gucken, wenn man meint, man braucht das oder gerne mag. Ne? Aber es kommt doch immer auf die Menge an und also da gerne Saucha als achtsames Wählen anwenden. Genau, was haben wir noch bei den Niyamas? Ich muss mal ganz kurz auf die Liste schauen. Das nächste ist, Santosha, wie konnte ich es vergessen? Zufriedenheit. Die Zufriedenheit zu kultivieren ist eine Entscheidung. So viele Menschen warten darauf, dass irgendwas im Außen passiert und dass es im Außen immer alles super läuft, vermeintlich super, damit sie im Inneren dann zufrieden sein können. Der Yoga, die Wege gehen davon aus, dass es genau eher andersrum ist. Wir kultivieren durch Meditation, durch Yoga-Praxis, durch Ethik, durch bewusstes Leben, wie schon angesprochen, unsere innere Zufriedenheit. Und dann ist die, je mehr wir das praktizieren, stabiler und stabiler und stabiler über die Zeit, egal was im Außen passiert. Selbst wenn wir herausgefordert werden oder selbst wenn irgendwas total Stressiges passiert oder irgendwas ganz Schlimmes passiert, kann es und es ist möglich, dass man in seinem inneren Frieden bleibt. Und ja, das braucht sehr viel Praxis, aber es lohnt sich, weil ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, denkt, will ich haben, weil das ist auch so ein Ding, das ist eines der hohen Ziele eben des Yoga, ist diesen inneren Frieden, wie vorhin schon angesprochen, wirklich auch so fest zu etablieren, dass man da kaum mehr rausfällt. Und dafür ist Yoga-Praxis im Großen und Ganzen, nicht nur die Asana-Praxis, sondern alles, was damit reinkommt, eben da. Sollen wir dann auf den dritten Pfad übergehen? Asanas, also die 8-gliedrige Pfad. Nochmal ganz kurz so als Wegweiser, geht so ein bisschen vom Grobstofflichen, also wie verhalte ich mit meiner Umwelt, dann zum Feinstofflichen. Ne? Wie gehe ich in mir selber mit mir um, mit meinen Gefühlen etc., was du alles gerade auch gesagt hast.
hin dann halt zu dem inneren Frieden, der inneren Ruhe. Also von außen nach innen. Nächster Punkt ist eben Asanas. Und auch darüber könnte man ewig reden. Ich würde gerne ein Zitat bringen von einer meiner geliebten Lehrerinnen. Jede Haltung ist zuerst eine innere Haltung, bevor sie zu einer körperlichen Haltung wird. Und das finde ich so wichtig in der Asana-Praxis, weil es einen riesen Unterschied macht, ob ich da mit Verbissenheit reingehe oder mit Wettbewerbsgedanken oder mit ganz viel Druck oder eben mit ganz viel Offenheit, mit ganz viel Wohlwollen, mit ganz viel Interesse, mir selber was Gutes zu tun, aber auch vielleicht nach links und rechts zu schauen, um was Hilfreiches mir abzugucken. Ne? Vielleicht hat die Person den Fuß anders stehen und kann deswegen stabiler stehen. Dann, wie vorhin erwähnt, ne, dieses Sthira Sukham Asanam, eine Haltung sollte stabil und komfortabel sein. Auch das ganz egal, ob man sich jetzt zur Meditation hinsetzt oder ob man in irgendeinem Krieger ist oder in irgendeiner Baumhaltung oder in einer Balancehaltung. Gerne immer daran denken, und das denke ich häufig auch nicht und muss mich dann erst wieder daran erinnern, dass es eben viel wertvoller ist, wenn man stabil und komfortabel ist. Warum? Weil dann Körper und Geist entspannen können und sich in die Haltung hinein entspannen können. Und erst dann kann man sich auch wirklich wahrnehmen. Wenn man da mit Verbissenheit drin ist oder unkomfortabel ist, weil das Knie schmerzt oder der Rücken zerrt oder brennt oder so, dann ist der Geist natürlich an diesen Punkten, aber halt nicht im Gesamtkontext der körperlichen Haltung verwurzelt. Von daher dieses komfortabel und stabil als meiner Meinung nach super Checkliste für jede Asana. Absolut. Und was eine meiner Ausbilderinnen immer gesagt hat, ist, dass auch Asana, wenn wir jetzt wieder den Übergang nehmen zu den feinstofflichen Ebenen, wie so eine Art Öffnung ist der feinstofflichen Kanäle, der Nadis, ne? Dass wir uns vorstellen können, wenn wir einen Gartenschlauch haben, der so verdreht ist, dann kann halt das Wasser nicht durchfließen. Ne? Und wenn wir jetzt quasi hingehen und wir stretchen den Arm, dann öffnet sich ja alles wieder und dann können da auch kann das Prana, was da durchläuft, ne? Das ist die Idee im Yoga, die Lebensenergie eben wieder besser fließen. Weil dann kommt nämlich eben der nächste Punkt auf dem 8gliedrigen Pfad, Pranayama. Und Pranayama sind eigentlich diese Atemübungen, da gibt es ganz viele verschiedene, aber der Hurz-Weg von Pranayama ist eben, mehr Prana in das eigene Energiesystem hineinzubekommen, damit umso mehr Lebensenergie durch uns durchfließen kann. Denn diese erhöhte Lebensenergie wiederum reinigt unter anderem eben auch die vorhin besprochenen Blockaden, Unreinheiten, die in unserem Energiesystem sitzen, heraus. Und ja, dann geht es von da eigentlich schon weiter in die nächsten 4 Stufen. Oder hast du noch was zu sagen zu Pranayama? Eigentlich nur, klassischerweise gilt ja auch, dass Asanas als Vorbereitung sind auf Pranayama und Pranayama als Vorbereitung auf Meditation. Meiner Meinung nach kann man auch mit Pranayama starten, ohne vorher jetzt Asanas gemacht zu haben, aber Pranayama, Atemübungen sind meiner Meinung nach absolut hilfreich und verbunden mit einer Meditation, um den Geist runterzubringen. Weil wenn der Atem noch ganz brustig ist, ganz schnell ist, ganz flach ist, hat man überhaupt keine Chance, den Geist zu beruhigen. Also diese Verbindung finde ich sehr relevant. Dann der nächste Punkt ist Pratyahara, finde ich ein spannendes Thema. An sich Rückzug der Sinne. Und was ich daran so toll finde, ist, es geht ja so ein bisschen darum, auch wie kann ich die Reize, die auf meine Sinnesorgane treffen. Und ich weiß, dass Reize mich erstmal stimulieren, Lichtreize, auf der Haut Sinnesreize, geschmackliche Reize. Wie kann ich da vielleicht schon das reduzieren, um eben diese Reizflut gar nicht erst zu erleben? Und was erst relativ kürzlich, was ich so toll fand, ist, da habe ich mir gedacht, das ist ja 2500 Jahre alt. Damals war das eine ziemlich analoge Offline-Welt, nehme ich mal an, und ziemlich lokal auch. Und umso viel relevanter muss das ja für mich heute sein, mit all diesem Informations- und Reizüberfluss, mal eben zu überlegen, hey, wie kann ich Reize erst gar nicht aufkommen lassen? Und jeder Reiz ist ja an sich erstmal neutral, wird von unseren Sinnesorganen aufgenommen. Und wir entscheiden ja im Endeffekt, ob dieser Reiz, zum Beispiel ein Geräusch, wenn ich mich zur Meditation hinsetze, ist plötzlich jedes Geräusch irgendwie irre laut. Aber ich entscheide dann ja, ist dieses Geräusch neutral, positiv oder negativ. Und Pratyahara eben so als
Gedanke, Impuls mal schon die Reizflut gar nicht erst entstehen zu lassen. Und die Sinne eben, zum Beispiel die Augen zu schließen, ist ja total einfach in der Meditation. Das machen die meisten, aber das Schwierige, wie du gesagt hast, sind eben die Geräusche. Oder wenn eine Fliege auf einem landet, dann jetzt lenkt mich das ab von der Meditation. Aber meine Erfahrung ist auch, je mehr man meditiert, umso eher kann man dann wirklich die Aufmerksamkeit, die in den Sinnesorganen nach außen gerichtet ist, normalerweise im Alltagsbewusstsein, nach innen ziehen und eben nach innen auch, das ist auch dann der nächste Punkt auf diesem 8-gliedrigen Pfad, Dharana, nach innen fokussieren. Ja, also da nutzen wir dann im Yoga eben zum Beispiel Fokus auf den Atem, Fokus auf Chakren, die Energiezentren oder Fokus auf eine angeleitete Meditation oder was auch immer. Mantren, ganz wichtig, wie konnte ich nicht gleich daran denken. Genau. Also da gibt es auch die wundervolle Welt der Mantren, machen wir jetzt gar nicht auf, da haben wir schon halb. Aber genau, also es gibt da sehr viele Techniken, die im Yoga alle gerne angewandt werden und entsprechend uns helfen, den Fokus nach innen zu richten und eben immer mehr dort auch uns zu konzentrieren, also uns wirklich immer mehr nach innen zu richten, um unsere wahre Natur im Innen wahrzunehmen und eben nicht das ganze Blabla da draußen. Und genau, dann sind wir schon bei dem nächsten, das können wir direkt dann anschließen, und zwar nachdem dieser Fokus stattfindet, erklärt der Yoga-Pfad von Patanjali, startet dann oder fällt man, nicht macht man, sondern fällt man in den Meditationszustand. Es ist so wie Schlafen. Schlafen kann man nicht machen. Man legt sich hin, man entspannt und versucht eben die Sinne zurückzuziehen und irgendwann fällt man in den Schlaf. Und wenn man wieder aufwacht, merkt man, ich habe geschlafen. Ne? Und genauso ist es auch mit dem Meditationszustand. Denn das ist ein Zustand, den wir nicht erzwingen können. Je mehr wir versuchen, den Geist einzusetzen, umso weniger schaffen wir es, umso weiter entfernt sind wir davon. Und deshalb ist es so wichtig, eben dann einfach in so einen inneren Loslassmoment oder Zustand zu kommen und eben sich nach innen zu fokussieren, und da helfen diese Techniken, die eben genannt worden sind, eben bei, um irgendwann in diesen Zustand hineinzufallen von Dhyana, von oh wow, da war ich gerade so mit meinem Innersten verbunden, dass wie alles so irrelevant geworden ist, der Geist irgendeine Ruhe erreicht hat, die es so im Alltagsbewusstsein eigentlich selten gibt, außer, wir kennen es alle, Hans guck in die Luft. Das sind häufig so Momente, wo man mit Augen auf irgendwo ist, eigentlich nirgends meistens, und das ist so eine Art Meditationszustand. Da fällt man auch einfach rein und dann kommt man wieder raus. Ne? Ja. So ähnlich ist das in der Meditation. Und dann ist doch schon das achte Glied, was der Yoga beschreibt, oder Patanjali beschreibt, eben Samadhi. Das ist etwas, was in der Regel erst entsteht, wenn wir jahrelang oder eine längere Weile lang eben Yoga, all diese ganzen Stufen praktizieren, und wenn wir viel, viel meditieren, denn das ist ein Zustand, der wird beschrieben mit so einer Art Einheitserfahrung. Man nennt es auch oft übersetzt so Verschmelzungserfahrung also die Einheit von was, und zwar einmal von Atman, der Seele, der Individualseele, und Brahman, dem großen Ganzen. Und das ist ein Zustand, wo quasi sich das Gefühl von ich bin individuell, ein individueller Mensch so auflöst, und viele Mystiker, Buddha, Meister Eckhart, viele Yogis beschreiben diesen Zustand als wirklich von höchster Glückseligkeit durchdrungen. Man hat wie so einen Zustand von reinstem Bewusstsein, von reinster, höchster Gewahrsamkeit und von Glückseligkeit ist das Ganze durchflutet. Das nennt sich im Veda oder im Yoga Sat Chit Ananda. Und auch hier beschreibt der Yoga, jeder Mensch hat diese Möglichkeit, weil das ist unsere Urnatur. Also wir können alle in diese Einheitserfahrungen gehen, und Yoga ist der praktische Weg dahin. Und es ist eine Sache, die, glaube ich, jeder toll findet, weil es ist anscheinend von der Erfahrung her, und ich kann das selber auch bezeugen, ich hatte einmal schon so einen Zustand, es ist von der Erfahrung her, von der Glückseligkeit her größer als jede Freude und jedes Glücksgefühl je
auf der weltlichen Ebene, sage ich jetzt mal so, erfahrbar ist. Und es ist wirklich für uns alle möglich, diesen Samadhi-Zustand zu erreichen. Und genau, damit sind wir durch die 8 Glieder durchgegangen von Patanjali. Genau, ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Vielleicht noch ein Punkt, durch jetzt die vielen Sessions mit Yogaschülern, aber auch Meditationsschülern, höre ich häufig so, ich muss irgendwas falsch machen und einfach nur so meine Bitte oder mein Gedanke, ja, die Technik muss in erster Linie uns selber beruhigen. Die muss in erster Linie für uns selber wirken. Nur weil irgendwo irgendjemand sagt, hey, das ist die eine Technik, das ist die beste, vergiss alle, würde ich schon mal grundsätzlich ein ganz großes Fragezeichen hintermachen. Kann ja gut sein, dass das für diese Person zutrifft. Schön, freue mich. Aber immer gerne sich selber vertrauen, weil die eigene Erfahrung, die wir sammeln, das ist halt das, was es im Endeffekt ausmacht. Ja, und deswegen soll ja auch der Buddha zum Beispiel über 100 verschiedene Meditationsarten gelehrt haben, weil er wusste, hey, jeder ist unterschiedlich. Ja. Und von daher immer sich selber vertrauen, Sachen ausprobieren, offen sein, aber vielleicht auch mal damit anfangen, dann einen anderen Weg einschlagen, eine andere Technik ausprobieren, aber immer sich selber vertrauen und immer so mit dem Gedanken, alles gehört dazu. Absolut. Ja, und wenn der Geist wieder Kuckuck macht und irgendwo weg ist, auch das gehört dazu. Konzentriert sein ist genauso Teil von dem Ganzen wie vermeintliches unkonzentriert sein. Ja, wir würden das eine ohne das andere nicht kennen. Ja, alles im Weg. Absolut. Und was übrigens auch noch zu den Niyamas gehört, ist Tapas, dass wir wirklich einfach dranbleiben und Disziplin aufwenden im Sinne von, wie du sagst, auch die Dinge ausprobieren und nicht sagen, ach, das ist nicht für mich, sondern vielleicht ist diese Technik dann in dem Falle einfach nichts für die Person gewesen, oder einfach noch nicht der Zugang gekommen. Also da darf wirklich jeder für sich genau den, eine Freundin von mir sagt immer so gern, der Weg legt sich dir unter die Füße. Und man findet in der Regel zu dem Yoga-Lehrer oder dem Meditationslehrer oder dem Buch oder dem Impuls oder dem Vortrag auf YouTube, zu dem man finden soll, wenn man eine Resonanz spürt und es sich dann anhört, dann kann es tief sinken und häufig, mir ging das ja genauso und dir genauso, ich glaube jedem, mit dem man spricht auf dem Yoga-Pfad, oder? Man hat so Phasen auch im Leben, da singt man zum Beispiel mehr Mantren oder liest mehr die Texte oder meditiert mehr oder praktiziert mehr Asana oder ist einfach nur in einer Achtsamkeitspraxis in allem, was man tut, ob es Asana ist oder Haushalt ist oder Gespräche sind oder was auch immer. Und all diese Dinge zusammen oder auch worauf auch immer man den Fokus gerade legt, was im Moment so das höchste Thema für einen ist, das ist alles eigentlich im Kern Yoga. Und da wirklich seinen ganz individuellen Weg zu gehen, das ist das Goldrichtige. So, und eben auch einer meiner meiner Lieblingssprüche war an die Wand angeschrieben in meiner Yoga-Lehrerausbildung. Der geht ungefähr so, ich versuche zu zitieren. Folge nicht den Lehrern, sondern suche, was sie gesucht haben. Und das ist genau, glaube ich, auf den Punkt gebracht, was wir gerade eben erklären wollten. Und wir deinen eigenen Weg auf der Suche. Genau. Ja, wir hoffen, wir konnten inspirieren auf dem eigenen Weg der Suche des vollkommenen inneren Friedens, der vom Yoga definiert wird, dass er für uns alle im Alltag möglich ist, auch wenn es challenging ist, auch wenn die Dinge manchmal stressig sind. Und wir hoffen, dass wir, wie gesagt, ein klein bisschen Impulse mitgeben konnten und wünschen in dem Falle einen schönen Abend. Ja, schönen Abend. Und danke fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch. Ja, ebenfalls. Danke für den Austausch. Genau, dann tschüss. Tschüss.